Das Thema der Kinderbiennale ist ja Planet Utopia, also Fragen von Zukunft und Utopie. Und das geht natürlich auch schon auf die Kinder der Kinderbeiräte zurück. Als wir vor 1,5 Jahren angefangen haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, haben sie ganz klar formuliert, sie möchten sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Also ich finde das toll, ich finde das wertschätzend, weil dann noch zeigt, dass die wichtig finden, dass wir auch Kunst sehen und Kulturen sehen. Und es ist auch total toll, mal zu sehen, nicht so Bilder an der Wand gibt es nur als Kunst, sondern auch so welche Kunst, die wunderschön ist und aus verschiedenen Gegenständen bestehen kann. Die zentralen Fragen der Kinderbiennale sind ja, wie wollen wir leben, wie können wir diese Welt zu einem besseren Ort machen oder wie können wir unsere Zukunft gestalten. Und die Kinder der Kinderbeiräte, das sind ca. 130 Kinder von Dresdner Schulen, haben für sich da ganz klare, präzise Antworten gefunden. Nämlich, dass für sie sehr wichtig ist, Fragen von Gemeinschaft, von Solidarität, von Toleranz, von Empathie, Umwelt, Naturschutz, das ist tatsächlich auch schon ein Thema, was uns seit der ersten Kinderbiennale begleitet. Und entsprechend haben die eingeladenen Künstlerinnen eben sinnliche Raumwelten geschaffen, die zum Mitmachen, Entdecken, Erforschen, Ergründen dieser zentralen Fragen der Kinderbiennale einladen und in ganz unterschiedlichster Form eben auch Alternativen von Welt, Gesellschaft und Zusammenleben aufzeigen. Wenn wir Plastik wahrnehmen, dann ist das nur ein Moment in einem großen Kreislauf und dass das kein Müll ist, sondern einfach nur ein Wertstoff der Zukunft und dass wir in der Kooperation mit der Kunststoffschmiede hier in Workshops auch aus Kunststoffen, Restkunststoffen neue Produkte machen können. Also das kann man auch selber erfahren, dass das nur ein Zustand zwischen verschiedenen Momenten ist. Und das finde ich super. Und dass die Kids das selber machen können. Einfach ausprobieren und machen. The making of the art for the young people and the making of the art by the young people is part of the same thing. And it's so important to what I do. The plastic is a reflection of the young people. It's shiny, it's transparent, it's of today, just like them. The styropor is a reflection of the young people. It shows that there's strength in fragility. That fragility is not a weakness, and my styropor floats in the air like the young people when they walk into the room. Die Schwerpunkte der Ausstellung sind, was können wir tun, indem wir gemeinsam Kunstwerke erschaffen. Was bedeutet eigentlich so ein gemeinsamer Prozess des Schaffens? Also wir haben zum Beispiel eine Arbeit, die sieht aus wie ein abgestorbener Baum. Und alle, die den Raum betreten, können aus Pappe ihre Vorstellung von Behausung bauen. Und dann wird das diesem Baum hinzugefügt. Und dadurch, auf eine Weise, bringt man den Baum zum Wachsen. Also aus dem Dystopischen wird vielleicht wieder etwas Utopisches. Aber auf der anderen Seite, ist es sozusagen so in between. Und ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir aber auch mit Werken arbeiten, die nicht aus Europa kommen, sondern die andere Kulturen und anderes Denken hier mit reinbringen und anderen Umgang mit Natur. Letztlich sieht man, dass das ganze Thema ein Aushandlungsprozess gerade ist, wo wir stehen und was wir tun müssen und was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet und wo wir auch unsere Grenzen haben in dem, was wir tun können. Ich finde gut, dass auch die Ausstellung für Kinder ist und dass wir halt auch da mitmachen durften, ja. Schön, weil das ist auch anders als in einem anderen Museum. Also es ist einfach interessanter, sage ich jetzt mal, für Kinder. Ich finde es gut, dass die Kinder auch mithelfen können, hier das Museum sozusagen zu bauen, weil da jetzt dann nicht nur was Erwachsene glauben, was für Kinder schön ist, sondern halt auch wirklich das, was auch Kinder schön finden.